Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Corkscrew. Ich begrüße euch heute ganz herzlich aus dem Belantes Abenteuerreich in der Nähe von Leipzig. Dieser Park wurde nach nur 19-monatiger Bauzeit im Jahr 2003 eröffnet, war bis 2018 in privater Hand und ging dann an die große Gruppe Parques Reunidos, die ansässig sind in Madrid, zu denen unter anderem auch der Moviepark Germany in Bottrop-Kirchhellen gehört. Belantes versteht sich selber als Familienfreizeitpark. Uns erwarten heute 3 verschiedene Achterbahnen, mehrere Rund- und Hochfahrgeschäfte sowie eine Raftinganlage. Außerdem erwarten uns 7 verschiedene Themenbereiche, unter anderem das Tal der Pharaonen, der Strand der Götter, das Land der Grafen, die Insel der Ritter, die Küste der Entdecker, die Prärie der Indianer und das Reich der Sonnentempel. Leider hat das Belantes momentan noch nicht so den allerbesten Ruf, was größtenteils darin zugrunde liegt, dass sich hier relativ wenig tut. Also ich war das letzte Mal jetzt vor circa einem Jahr hier. Ich bin mal gespannt, ob es irgendwelche Neuheiten gibt, aber ansonsten hat sich innerhalb der letzten 5 Jahre in diesem Park rein gar nichts getan. Ich bin gespannt, ob wir dieses Mal vielleicht doch was Neues finden. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit auf unsere Reise durch diesen Freizeitpark. Und wie sollte es auch anders sein für ein Video auf diesem Kanal? Natürlich regnet es heute mal wieder. Von daher, ich bin gespannt, wie gut es heute mit dem Videodrehen funktioniert. Und was wir alles in diesem Park erleben können, das zeige ich euch jetzt. Kommt einfach mal mit und viel Spaß bei diesem Video. Ich stehe gerade vor den Wahrzeichen des Belantes der großen Pyramide und in diesem Gebäude befindet sich der Fluch des Pharao, eine Hafema Rafting-Anlage. Die Besonderheit hierbei ist, dass es sich nicht um die normalen und üblichen Rundboote handelt, die wir sonst normalerweise alle kennen, sondern es geht hier in richtige längliche Schlauchboote, mit denen man dann den Kanal entlang fährt. Die Geschichte ist relativ kurz erzählt. Wir sind im Prinzip Grabräuber, die mit dem Floß in die Pyramide hineinfahren und dort dann versuchen, den Schatz des Pharaos zu stehlen. Aber wie soll es natürlich auch anders sein? Das geht selbstverständlich schief, denn der Schatz ist mit einem Fluch belegt. Und dieser Fluch sorgt schlussendlich dafür, dass wir dann über den großen Wasserfall hier zu meiner Rechten aus der Pyramide herauskatapultiert werden. Ansonsten zur Umsetzung. Ja, was soll ich sagen? Unser Eingangsbereich ist an sich ganz nett gestaltet. Man geht hier quasi auf der rechten Seite durch den Eingang durch, kommt dann in die große Pyramide, wo es einige Schwarzlichteffekte drin gibt. Und sobald man dann rauskommt, endet man dann allerdings leider in so einem relativ trostlosen Bereich, der sehr wahrscheinlich eine Ausgrabungsstätte darstellen soll. Aber schlussendlich gibt es hier nicht großartig viel mehr als einfach einen Haufen Kies, der dort rumliegt, bevor man dann hier auf meiner linken Seite in das Boot, zu dem Boot kommt, zu dem großen, wo man dann schließlich in die Schlauchboote einsteigen kann. Ansonsten, wenn man diese große Pyramide sieht, denkt man ja erstmal, ach ja, jetzt ein schöner Dark Ride Park, wäre doch ganz schön. Und er ist auch ganz leicht angedeutet. Es gibt einen kleinen Animatronic ziemlich am Eingang, bevor man in die Pyramide hineinkommt. Aber das war es dann leider halt eben auch schon. An dem Animatronic dann vorbei geht es dann einen kleinen Lift hoch
bis zu dem eigentlichen Aufzug, der einen in die obere Etage der Pyramide bringt. Und von dort aus geht es dann auch schon wieder heraus. Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, die Idee hierfür ist schon ganz gut, nur an der Umsetzung hapert es hier ein klein wenig. Auch was die Gestaltung der Pyramide angeht, zumindest von außen. Zum Beispiel hier der Wasserfall, der steht halt leicht von der Pyramide ab. Das kann man ganz gut sehen, wenn man ein bisschen von der Seite drauf schaut. Das versuche ich gleich noch aufs Video zu bekommen. Und liegt halt leider nicht direkt an der Außenwand der Pyramide an. Kann natürlich gut sein, dass das was damit zu tun hat, dass es architektonisch nicht anders machbar gewesen ist. Aber optisch ist das halt leider nicht perfekt gelöst. Ich komme gerade aus Cobra des Amun-Ra, ein Familiencoaster der Firma Gerstlauer mit einer Höhe von 15 Metern und einer gesamten Streckenlänge von 360 Metern. Diese Achterbahn ist im Einzugbetrieb und der Zug selber besteht aus 12 Wagen. Grundsätzlich finde ich von der Thematisierung her den Eingangsbereich sehr schön gestaltet mit verschiedenen Schwarzlichtelementen und ägyptischen Malereien an den Wänden, Projection Mapping und allem, was eigentlich dazugehört. Man geht dann über eine kleine Brücke über die Station hinweg und von dort aus durch Glasscheiben in die Station hineinschauen und den Zug schon mal dabei zuschauen, wie er in die Station hineinfährt, bis man dann schlussendlich an den Gate steht und den Zug dann betritt. Die Fahrt selber finde ich sehr schön. Es ist sehr angenehm zu fahren, sehr weiche Streckenführung und gerade für Kinder mit Sicherheit auch ein sehr spaßiges Erlebnis. Und ja, schlussendlich dann die Einfahrt wieder in die Station, der Break Run hier gesäumt mit Fackeln an den Wänden und es gibt auch kleine Nebeleffekte. Also im Prinzip eigentlich alles, was das Herz so begehrt. Aber das kleine Manko, was wir hier leider haben und so das Tüpfelchen auf dem i, was hier fehlt, ist einfach, wenn wir hier mal rüberschwenken. Man kommt aus diesem wirklich sehr schön thematisierten Eingangsbereich heraus und fährt dann in diese Brachlandschaft. Jetzt ist natürlich so, dass das Thema Ausgrabungsstätte relativ dankbar ist. Das heißt, man kippt einfach irgendwo ein bisschen Geröll hin und schon hat man eine Ausgrabungsstätte. Aber ich persönlich finde, man hätte das Ganze einfach noch mit ein bisschen mehr Liebe zum Detail versehen können, um der Thematisierung hier noch ein bisschen die Krone aufzusetzen. So ist das Ganze dann leider nur so mittelmäßig. Man sieht, dass es gut meint, aber in der Ausführung her leider nicht ganz so gut.
gerade am Alten Markt, was so ein Stückchen weit die Futtermeile im Belantes ist. Und als kleines Special gibt es heute noch mit zum Mittagessen so eine Art Dinnershow. Und zwar ist hinter mir König Buddel gerade zu sehen, der nun jedem, der möchte, eine Audienz gewährt, um Erinnerungsfotos zu schließen. Ansonsten qualitativ zum Essen. Ich hatte ein kleines Schnitzelchen bestellt, was sowohl preislich als auch qualitativ halt ganz normales Freizeitparksniveau ist, also weder überdurchschnittlich gut noch überdurchschnittlich schlecht. Von daher ist schon in Ordnung, aber grundsätzlich, was die Essensqualität im Freizeitparks generell angeht, ist meiner Meinung nach noch viel Platz nach oben. Aber nichtsdestotrotz frisch gestärkt gehe ich jetzt von hier aus weiter in Richtung Land der Ritter und werde mal schauen, was dort Schönes auf uns wartet. Ich komme gerade aus der Schönheit hier, aus dem Drachenritt, ein Gerstlauer Bobsled Coaster im Kastendesign. Super coole Bahn, schön thematisiert, macht richtig Spaß zu fahren. Die Bobsleds von Gerstlauer generell sind immer sehr cool. Sehr schön die Mausturns oben um die Zinne in der Burg drumherum. Nach dem First Drop haben sie ein Stückchen von der Burg ausgespart, damit dort die Schienen besser vorbeikamen. Der hat wahrscheinlich ein bisschen Probleme mit dem Lichtraumprofil. Aber ja, zurück über die Camelops hier hinter mir. Macht auf jeden Fall tierisch viel Spaß und ist auf jeden Fall wert, gefahren zu werden. So, ich komme jetzt gerade hier aus dem Drachenflug, ein Condor der Firma Huss, der vormals im Zentropark in Oberhausen standen hat und dann hierher verlegt wurde. Und ja, was soll ich sagen? Alter Schwede, das geht richtig vorwärts. Also verglichen zu den Fahrprogrammen bei den meisten anderen Parks, in denen noch ein Condor steht, fühlt man sich hier drauf wirklich wie, weiß ich nicht, auf einem Breakdancer oder sowas ähnlichem. Das ist echt unglaublich, wie schnell sich das Teil dreht. Ich glaube, thematisch sollte das Ganze auch vom Namen her angelehnt sein oder passend gemacht worden sein zu der Achterbahn zum Drachenritt. Aber wenn man sich das Ganze jetzt mal ein bisschen genauer anguckt, meiner Meinung nach sehen die Drachen, die hier benutzt wurden, eher chinesisch aus. Also ich weiß gerade nicht, optisch passt das hier irgendwie nicht so hundertprozentig hin. Zumal wir uns ja hier im Bereich des Mittelalters befinden zurzeit. Aber nichtsdestotrotz, das macht auf jeden Fall Mordspaß. Aber es ist nichts für schwache Magen. Ich weiß nicht, ob es gerade auffällt, aber höchstwahrscheinlich hat sich die Videoqualität jetzt gerade ein klein wenig verschlechtert, denn ich musste doberweise jetzt auf meine Ersatzkamera ausweichen. Nichtsdestotrotz, ich bin vorhin vom Drachenritt dann weitergelaufen, man kommt an einem Labyrinth vorbei, auf so eine Art Indianerplatz, wo verschiedene Tippis rumstehen und endet dann schließlich hier im Fort Feuerwasser mit der Huss-Frisbee Belanitius Rasse.
die auf etwa 85 Grad ausschwenkt und die Passagiere auf ca. 20 Metern Höhe befördert. Das Besondere hier an dieser Attraktion, was ich bis jetzt auch noch nicht gesehen habe, ist, es gibt zwei verschiedene Eingänge. Einmal den Pfad der Indianer und einmal den Eingang für Hasenfüße. Und wählt man den Eingang für Hasenfüße, bekommt man das Kinderfahrprogramm, was ermöglicht, dass dieses Fahrgeschäft nun auch von Kindern von einer Minimalgröße von 1,20 Meter gefahren werden kann, was normalerweise eigentlich nicht funktioniert. Normalerweise ist die Minimalgröße 1,40 Meter, wenn mich nicht alles täuscht, oder 8 Jahre. Und da ist etwas intensivere Fahrprogramm bekommt man dann auf dem Pfad der Indianer. Der Sonnentempel und stehe vor der Hauptattraktion in diesem Themenbereich, und zwar vor der Achterbahn Huracan, was ein Eurofighter der Firma Gerstlauer ist. Das Besondere an diesem Achterbahntypen ist der vertikale Lufthügel mit dem darauf folgenden 95 Grad Drop, und das ganze Ding hat eine Höhe von 32 Metern. Nach dem ersten Drop geht es dann weiter mit 5 Inversionen, unter anderem eine Zero G Roll, eine Cobra Roll, Interlocking Corkscrews. Und zum Fahrgefühl selber. Leider verteilt die Achterbahn hier und da doch mal einen Satz heiße Ohren. Auch die neuen Schienensegmente ändern daran leider nicht großartig viel. Und was die Thematisierung angeht, ist leider auch hier wieder ein wenig zu wünschen übrig, denn im Endeffekt haben wir hier Stahl auf Beton, wenn man so möchte. Daran ändern leider auch die ringsherum angepflanzten Bambusbäume nicht mehr viel. Also hübsch anzusehen ist es nicht, aber die Fahrt selber macht halt schon Spaß, wenn es einem jetzt nicht so viel ausmacht, dass das Ganze ein bisschen ruppiger ist. Was aber sehr lustig ist, wir haben hier auf der gegenüberliegenden Seite Huracan Mito, was eine ganz kleine Achterbahn für Kinder ist. Ich habe auch ein Video davon gemacht, das blende ich gleich ein. Und den sehr wahrscheinlich kleinsten Topspin der Welt, nämlich genau da. Mit Anker, ebenfalls eine Attraktion, speziell für Kinder, habe ich so bis jetzt auch noch nicht gesehen. Man sieht also, auch für kleinere Kinder ist im Belantes auf jeden Fall was vorhanden.
Abschluss hat es mich jetzt nochmal nach Griechenland verschlagen, und zwar sitze ich gerade in der Fahrt des Odysseus, so eine kleine Bootsfahrt, die über den parkeigenen See führt. Und ja, ich denke, das ist eine ganz gute Zeit, um dann an dieser Stelle mal ein kleines Fazit zu ziehen von dem heutigen Besuch. Also grundsätzlich muss ich sagen, man kann im Belantes eine schöne Zeit haben, wenn man jetzt nicht unbedingt darauf aus ist, einen wahnsinnig schön thematisierten Park vorzufinden, dann ist es ja durchaus in Ordnung. Und im Großen und Ganzen zeigt der Park auch, dass gewisse Ansätze einfach schon vorhanden sind, die ja alle auch gut gemeint sind. Allerdings ist an vielen Stellen einfach die Ausführung noch nicht so wunderbar. Und im Allgemeinen hat man hier so den Eindruck, dass das Belantes doch hinter dem Potenzial zurückbleibt, das eigentlich in diesem Park drin steckt. Von daher bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass Parques Reunidos irgendwann mal auf die Idee kommt, beziehungsweise irgendwann mal sich daran erinnert, dass es hier noch einen Freizeitpark gibt, der zu ihnen gehört, und hier vielleicht noch ein bisschen rein investiert wird. Denn auch heute muss ich sagen, ich habe wiederum keine Neuerungen gefunden gegenüber dem letzten Jahr, wobei man natürlich auch sagen muss, Corona entschuldigt zurzeit natürlich einiges, dementsprechend werden sehr wahrscheinlich die meisten Parks momentan mit Neuerungen etwas vorsichtig sein. Aber wie ich eingangs schon sagte, innerhalb der letzten 5 Jahre ist ja einfach nichts passiert in dem Park, und für mich stellt sich dann an dieser Stelle natürlich die Frage, warum sollte ich hier nächstes Jahr nochmal wieder hinkommen. Aber auch wenn das Ganze jetzt vielleicht gerade ein klein wenig negativ klingt, muss ich schon sagen, dass, wie gesagt, für Erstbesucher dieser Park wirklich durchaus auch eine Alternative zu Plon sein kann. Also ich persönlich finde Plon jetzt auch schöner als Belantes, aber grundsätzlich kann man hier auf jeden Fall mal hinfahren. Und ich denke, man sollte dem Park auf jeden Fall eine Chance geben, in der Hoffnung, dass sich dann hier auch bald dementsprechend etwas tut. Aber beispielsweise hat eben auch hier jetzt auf der Fahrt des Odysseus, die Idee ist schön, wenn wir uns jetzt beispielsweise mal hier auf die Karte schauen. Ich hoffe, man sieht es jetzt so einigermaßen. So sieht man, dass das Ganze hier doch ein Stückchen weit das Mittelmeer darstellen soll. Mit ein bisschen Fantasie erkennt man nämlich hier den italienischen Stiefel, hier unten Sizilien zum Beispiel. Von daher, von der Idee gar nicht verkehrt, aber dieser möchtegern Dark Ride Part, der hier mit eingebaut worden ist, also so mit dem Boot fährt man hier durch so einen kleinen Tunnel durch und besucht dann den Zyklopen. Also ich weiß nicht, im Endeffekt ist es halt ein Tunnel. Mir fehlen da ein bisschen Geräuscheffekte oder vielleicht eine Musikuntermalung, ein bisschen bessere Beleuchtung. Ja, es ist ich weiß nicht, ob man das Animatronic nennen möchte, aber mit diesem Auge, was dann da aufgeht und hinter dem Boot her guckt, das ist schon ganz cool gemacht, aber ja, wie gesagt, also im Großen und Ganzen für mein Empfinden sagt dieser Park eigentlich, ich bin Mittelmaß und nicht mehr. Was wirklich, wirklich schade ist. Ich hoffe wirklich, dass sich hier in den nächsten Jahren noch etwas tut. Nichtsdestotrotz, das soll es dann erstmal an dieser Stelle von mir gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Euch hat es einigermaßen gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen, beziehungsweise auch darüber, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, um nichts mehr zu verpassen. Das war es dann jetzt von meiner Seite aus. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Marc für Corkscrew.